herzlich willkommen zu diesem neuen ASMR-Video von mir. Wie ihr seht, gibt es ein neues Mikrofon. Grund dafür ist wahrscheinlich, dass ich so aufgeregt war, dass ich das erste Mikrofon zerstört habe. Und ist ja auch völlig egal. Heute soll es um ein Thema gehen, was mich schon eine Weile beschäftigt. Und zwar geht es um das Thema Jugend tatsächlich im weitesten Sinne. Und zwar machen wir heute ein kleines Unboxing. Ich war einkaufen und habe diese Pokémon Premium Kollektion gekauft und möchte euch ein bisschen dabei erzählen, wie meine Erfahrung mit Pokémon war. Wie ich angefangen habe zu spielen, wie ich angefangen habe, ja, mich dafür zu interessieren und da es nicht ohne ein Kontra oder einen Kontrast dazu geht, habe ich mir überlegt, unboxen wir den wohl damals, ja, ich glaube schon den größten Kontrahenten. Und zwar geht es dabei um Digimon. Ich glaube, viele aus meiner Generation wissen, dass es in der Schule früher gespaltene Lager gab. Die einen Digimon, die anderen Pokémon. Aber dazu später mehr. Und was am Ende mir mehr gefällt, erzähle ich euch dann beim Unboxing, würde ich sagen. Und ich würde jetzt einfach loslegen. Wir stellen die Kamera um und schauen einfach mal rein. Und wir fangen natürlich an mit Pokémon. Da haben wir das erste Premium Collection Set Glurak X. Ich muss sagen, die Verarbeitung finde ich wundervoll. Wir haben hier natürlich die drei Entwicklungsstufen von Glumanda. Ich habe das Set ausgewählt, weil ich als Kind die rote Pokémon-Edition hatte. Und als, ja, wie nannte man das dann, als Aushängeschild hatten sie da eben das Glurak. Und ich glaube, daher ist es auch so ikonisch geworden, weil es eben diese Starter-Pokémon gab und ja, Glurak, Turtok und Bisaflor die Endstufen der Starter-Pokémon waren. Ich glaube, ich habe das Spiel mit jedem einmal durchgespielt, weil man wenn man alleine gespielt hat, kam man nicht dazu, alle drei Pokémon zu bekommen damals. Das war damals noch nicht möglich. Ich glaube, es ging nur über Tausch. Aber in meiner Schule damals, da wärst du wahnsinnig gewesen, hättest du da in deinen Starter-Pokémon getauscht. Naja, ist ja auch egal. Ich würde sagen, wir packen es erstmal aus. Je nachdem, wie laut es ist, lassen wir es drin. Und dann schauen wir uns die Karten nochmal im Detail an. Achso, ich muss hierzu sagen, ich habe mich für die deutsche Version entschieden. Das war wahrscheinlich ein Fehler in Bezug auf, ja, was die Karten wert sein könnten. Aber es geht hier tatsächlich erstmal rein um die Nostalgie. Und ja, ich bin einfach sehr gespannt, was da drin ist. Wir schauen es uns an. Let's go!
magnetischen Kartenhalter mit Standfuß. Okay, 65 Kartenhüllen. Ein Code für das Pokémon-Sammelkartenspiel. Zu dem Sammelkartenspiel muss ich sagen, ich habe eine Freundin, die sammelt auch Pokémon-Karten. Und die hat mir noch ein paar Promo-Codes zur Verfügung gestellt, die ich euch nachher gerne geben möchte. Also bleibt dran, ich denke mal am Ende vom Pokémon-Teil, falls ihr euch den Digimon-Teil nicht geben wollt. Genau. Aber ich weiß leider gerade nicht, wie man es öffnet. Wir warten kurz. Okay. Gut. Wir haben es jetzt erstmal ausgepackt. War nicht die schönste Art und Weise, deshalb wird es wahrscheinlich nicht zu sehen sein. Nochmal. So, wir haben das Ganze jetzt ausgepackt und können jetzt einen Blick auf den Inhalt werfen. Wir haben hier natürlich die 3 schönen, ich glaube Promokarten nennt sich das, oder hieß es, wir schauen nochmal nach. Genau. Okay. Normal. So, wir haben jetzt hier die 3 schönen Promokarten. Wir haben die Booster Packs und die Kartenhüllen. Und ich habe tatsächlich auch selber nochmal ein paar Kartenhüllen gekauft, sogenannte Toploader für seltene Karten. Leider weiß ich selbst nicht, was so selten ist. Ich würde einfach alles, was ich schön finde, einpacken. Und alles andere müsst ihr mir sagen, falls da was mega krasses dabei ist. Okay. Ich würde tatsächlich sagen, wir packen auf jeden Fall die 3 Promokarten ein. Ich nehme mal an, dass dem anderen Blutex so gar nicht so viel wert sein werden. Aber das Glurak vielleicht irgendwie oder irgendwann. Ich glaube, Gluraks sind immer sehr beliebt bei den Spielern. Aber ich denke auch mal, dass man hier nicht viel bei rausholen würde, wenn man das verkauft, weil man dann, ja, es wird ja wahrscheinlich sehr viele Leute geben, die so einen Glurak haben. Weil das ja einfach eine verkäufliche Sache war. Egal. Ich schwafel schon wieder zu viel. Okay, wie geht denn so? Okay, so, dann würde ich sagen, wie ist das eingepackt? Das auf der Rückseite nehme ich was an. Okay, nein. Wenn die noch eingepackt sind, können wir sie auch erstmal genauso lassen. Wisst ihr, ich pack's einfach mal an. So, wir wollen es sehr schön haben. Okay. Wir können sie erstmal einpacken. Oh, das ist unsatisfying. Wenn jetzt hier unten so ein Freiraum ist, die müssen wir irgendwie reinkriegen. Naja. Also ich muss sagen, das Artwork ist schon, ja, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Auch wenn es sich jetzt nicht mehr so, ja, also mit dieser Krone und so sieht es halt irgendwie für mich nicht mehr so ganz wie ein Glurak aus, aber es gibt ja sehr viele verschiedene Modelle. Mir gefällt es sehr gut. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Karte. Wie gesagt, bei
Glumanda und Glutec, so weiß ich das nicht, aber wir haben ja auch. Achso, hier ist wahrscheinlich eine Promokarte hinter, nehme ich mal an. Ich lege die mal hier hin. Wir können ja für Glumanda diese wunderschönen Kartenhüllen, die man uns zur Verfügung stellt, dazu nehmen. Ja, wo war ich? In der Schulzeit haben wir natürlich mit dem Basiskartenspiel angefangen. Bei uns hatte auch irgendwie jeder also ich hatte glaube ich einen Bisaflor sogar First Edition, aber als Kind das Tier natürlich auch sehr, sehr schlecht behandelt. Ich glaube, wir wussten nicht mal, wie das Kartenspiel funktioniert. Ja, ich würde sagen, das Glumanda würde ich hier einpacken. Ich erinnere mich auch daran, dass ich weiß, die Pokémon-Freunde unter euch werden jetzt fluchen, als Yu-Gi-Oh! Rauskam, wollten ich und mein bester Freund damals unbedingt Yu-Gi-Oh! Spielen. Aber wir hatten die Karten nicht. Entweder haben sie unsere Eltern uns noch nicht gekauft gehabt oder die gab es noch gar nicht. Ich glaube, der Anime kam erst in Deutschland und die Karten kamen dann ein wenig später. Das ist aber wirklich schwierig hier. Jedenfalls sieht auch ganz schick aus. Ja, jedenfalls kam der Anime, glaube ich, ein wenig später heraus. Und wir haben dann einfach angefangen, unsere Pokémon-Karten als Yu-Gi-Oh! Karten zu nutzen. Wir haben auch mal ein altes Skat-Deck genommen und einfach mit Edding da irgendwie Namen dran geschrieben und Fähigkeiten oder Angriffspunkte und das dann einfach so für uns gespielt. Also man muss sagen, an Fantasie hat es uns zumindest nicht gemangelt. Hoppala. Aber egal. Es war eine andere Zeit. Verbindung zum Pokémon-Anime hatte ich ein wenig. Also ich habe auch, ach hier ist dieser Ständer drin. Ist ja süß. Kann ich dann meine tolle Glura-Karte hinstellen. Oder wenn ich was krasseres hier finde. Ja, ich habe damals den Anime ein wenig verfolgt. Auch in Bezug auf den Film. Ich hatte auch mal diese Mew-Karte aus dem Film. Die war auch sehr cool. Ja, aber ich muss sagen, bei mir hat Pokémon irgendwann seinen Reiz verloren. Ich habe die Staffel 1 geschaut. Wahrscheinlich auch mehr. Ich weiß gar nicht, wie die Staffeln unterteilt waren. Aber die Pokémon-Spiele habe ich gespielt. Rot, Blau, Gelb. Und dann habe ich noch Gold gespielt und danach war leider schon irgendwie Schluss. Ich glaube, dann war erstmal der Hype vorbei. Entschuldigt, dass mein Laptop hier so ein bisschen im Bilde steht. Ich habe einen sehr kleinen Tisch heute.
nachdem ich weiß auch noch, warum ich aufgehört habe, Pokémon zu gucken. Ich glaube, viele gehen da wahrscheinlich nicht mit. Mir war das. Jetzt habe ich weiß nicht, wo die Krümel herkommen. Wahrscheinlich hat mein Kind hier wieder irgendwo gespielt. Das Problem für mich war, dass Pokémon immer so gleich war am Anfang. Du hattest ja immer Ash, der von Arena zu Arena gerannt ist, um seine Orden zu sammeln für die, ja, ich sag mal, für die Weltmeisterschaft oder was es dann war. Und irgendwie ging es immer nur zur Arena, Orden geholt. Dann ging man los durch die Wälder zur nächsten. 3-4 Mal Team Rocket getroffen. Dann war Pikachu mal weg, mal war es da und am Ende war man dann wieder am Anfang so und ging wieder zur nächsten Arena und es war irgendwie so, mich hat es irgendwann nicht mehr abgeholt. Hat sich vielleicht mit der Zeit geändert. Möchte ich auch nicht unterstellen. Also ich weiß da zu wenig für. Mich hat es dann irgendwann nicht mehr abgeholt. Jedenfalls schauen wir mal rein in das erste Booster. Ich habe mich auch so ein bisschen belesen gehabt, wie man das richtig anstellt. Ich hoffe, das war jetzt keine Finte. Wir probieren es einfach mal aus, dass ich es fürs Unboxing richtig mache. So. Wir haben hier das Karmesin und Purpur Set. Wahrscheinlich kann ich euch nicht mal mehr viel zu den Pokémon sagen, aber der Nostalgie halber gibt es hier die Promokarte für Leute, die das. So, ich musste einen kleinen Cut machen. Unsere Nachbarin wäscht gerne um 22 Uhr nachts Wäsche. Fragt mich nicht warum. Okay, wir machen jetzt einfach mal. Hier haben wir eine Basis-Energiekarte. Ein Poponcho, das kenne ich leider nicht. Ist ein ganz niedliches Artwork. Ich glaube, hier sieht man immer die Entwicklungsstufe. Also, was es geht, glaube ich. Ein Mediti. Ich habe ganz ehrlich in der Corona-Zeit mir Pokémon Go gezogen und hatte da Lust drauf und hatte das mal gefangen. Deswegen kenne ich das tatsächlich noch. Energiesucher ist eine Itemkarte. Energiesucher. Oh, cool, ein Slimer. Das war, glaube ich, auch so ein typisches Team Rocket Pokémon damals. Und das ist wahrscheinlich heute immer noch. Hoppala. Ah, wie geil. Vielleicht. Ah, okay. Hier ist immer die Vorentwicklung zu sehen. Das heißt, das ist Slimog. Und Slimer ist die Vorstufe, das weiß. Ja. Ah, cool. Ich mag das Artwork auch, obwohl es sieht ein bisschen so aus, als ob es einfach so ein Screenshot aus dem Anime ist. Aber eine tolle Karte. Eine tolle Karte. Wir haben einen Vivillon. Die Vorstufe haben wir eben auch schon gezogen. Wahrscheinlich könnte man die dann in einem Deck spielen. Ein Backel. Backel. Manchmal denkt man sich auch, das ist ja, also Backel, Dackel, man geht nicht weit weg vom Wort. Wir haben einen Schlingel. Einen Schlingel. Oh, entschuldigt bitte. Ich glaube, das ist ja auch irgendwie so ein. Ach, ich weiß nicht, wie das heißt. Es ist nicht Holo. Ihr werdet es mir sagen. Ich fühle mich gerade so alt, wenn ich das tue. Es tut mir leid. Okay, wir haben einen Starali. Oh. Okay. Ist auch eine interessante Art, das in 3D zu machen.
ich richtig gut. Der ist auf jeden Fall chillig. Und der macht euch bestimmt auch ein bisschen müde, oder? Warte, vielleicht kriege ich nochmal den Fokus ein bisschen besser hin. Nee, leider nicht. Aber das finde ich ist ein tolles Buch. Das lege ich mir mal zur Seite. Das wird bestimmt später mal eingetütet werden. Okay, wir haben das erste Pack geöffnet. Ich nehme mal nicht an, dass da jetzt was Starkes bei rumgekommen ist, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dass hier auch ein paar ältere Pokémon drin sind, die ich quasi kenne. Wir öffnen noch eins. Ich weiß übrigens nicht, ob das die korrekte Art ist, Dinge zu öffnen, aber ich habe mich immer sehr schwer getan damit. Man muss natürlich aufpassen, dass man hier keine Karte anschnippelt. Sehr unbeholfenes Unboxing so far, ich weiß. Okay. Gehen wir mal weiter in das nächste. Hier ist wieder eure Promo-Card. Ihr kleinen Gamer. So. Das war jetzt die dritte. Wie gesagt, ich habe noch ein paar, die zeige ich euch nachher. Wie funktioniert das jetzt? Also, eben habe ich es irgendwie durch Zufall richtig gemacht. Ich glaube, es sind 1, 2, 4 nach vorn. 4 nach vorn. Nee, ich glaube, da muss dann... Ach, scheiße, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe es verkackt. Ich gehe nochmal zurück und wir gucken uns die einfach so an. Okay. Vielleicht waren es auch 3 nach vorn. Kann auch sein. Nee, war nicht besser. Ich weiß es nicht, wir gucken es uns einfach so an. Wir haben einen Normifin. Ein Derrybark. Ein Lormi-Spross. Wir haben Edda, die anscheinend auf Elbab steht. Wir haben einen Friedwurf. Witzig. Manchmal klingt es einfach wie ein schlechtes Wortspiel. Wir haben einen Gräbit oder Gräbit. Lehmschelle und klopfender Hammer. Lege die oberste Karte des Decks deines Gegners auf seinen Ablagestapel. Ich weiß nicht, wie viele Karten so ein Deck hat, aber könnte schon eine nervige Sache sein. Aber es ist wahrscheinlich sehr teuer, wenn ich das mit den Energiekosten so sehe. Wir haben ein Camerupt. Mit Eruption und Dampfstampfer. Okay. War das eigentlich auch? Nee, das war normal. Hier haben wir ein Verkuli mit abrupter Kopfstoß und Lehmschuss. Als nächstes haben wir eine Trainerkarte. Und zwar Poppy. Kenne ich leider auch nicht. Oh, wir haben einen Sherox. Das war... Oh, und dahinter ist eine Energiekarte. Ich glaube, irgendwie muss man die nach vorne kriegen, die Energiekarte, um das... Also muss nur eine nach vorne sein. Wir probieren es gleich nochmal. Jedenfalls Sherox kenne ich noch. Das war die Entwicklungsstufe von Sichlor und brauchte irgendein Item. Metallwandler, Metallmantel, weiß ich nicht mehr. Sehr geiles Artwork. Vor allem sieht es irgendwie in der Kamera noch cooler aus. Also es schimmert noch viel cooler. Kommt auch auf den Stapel. Okay, wir haben noch mehr. So, das wird wahrscheinlich das längste Video auf meinem Kanal werden. Aber der Jugend zuliebe. Klingt so, als ob ich übel alt wäre, oder? Aber tatsächlich
Spaß damit. Könnt mir sagen, ob ihr was Gutes gezogen habt. Okay, wir legen jetzt einfach eine Karte nach vorne. Wenn ich das jetzt richtig... Okay, so. Wir haben wieder eine Basis-Energiekarte. Wir haben ein Micro oder Makro mit zurückschicken. Oh, cool. Wir haben ein kleines Pikachu. Das alte Aushängeschild von Pokémon. Wir haben die Superangel. Stimmt, ich erinnere mich, man konnte angeln in dem Spiel. Das war auch richtig gut. Man konnte sich so Carpador oder Garados sogar. Und man konnte mit einem Lapras auch schwimmen. War eine tolle Zeit. Manche erinnern sich vielleicht dran. Das Libiskus. Ein Libiskus. Oder ein Liebeskuss. Wir haben das Lokroco. Ein Lokroco. Ein Lokroco. Ein Affiti. Das sieht irgendwie... Ich finde, viele Pokémon sehen irgendwie gar nicht mehr aus wie Pokémon, aber... Also... Ja, das hat sich irgendwie so schnell geändert. Falls ihr das irgendwie fühlt. Manche sehen halt wirklich aus wie Aliens. Hier in dem Falle, finde ich, durch diese Insektenaugen und diese drei Finger wirkt es halt irgendwie wie ein Außerirdischer. Ein Koloval mit Eiszapfenrakete und spezielles Horn. Ein Wuffels. Ein Glibunkel. Das Glibunkel habe ich auch mal bei Pokémon Go gehabt. Das weiß ich. Oh, ein Wampitz EX. EX. Die erste EX-Karte, die wir haben. Ich glaube, die werden wir dann mal auch eintüten. Oh, die sieht toll aus. Guckt mal die Sterne. Oh, sehr schön. Auch mit diesem Donner, der quasi durch und aus ihm raus. Sehr tolle Karte. Erdrückender Sprung und paralysierender Ball. Wunderschöne Karte. Die tüten wir nachher noch mit ein, würde ich sagen. Okay, Hälfte geschafft. Haltet durch, ihr Lieben. An die Digimon-Fans da draußen, haltet durch. Wir kommen dahin. Okay. Ich muss sagen, einen Schachzug, den Pokémon viel besser gemacht hat als Digimon. Also es gab viele Schachzüge, die sie besser gemacht haben, aber ich glaube, einer der entscheidenden war. Einer der entscheidenden Schachzüge, die Pokémon gemacht hat, war, glaube ich, einfach ein Spiel für den Game Boy rauszubringen. Und dadurch haben sie, glaube ich, sehr schnell eine viel größere Fanbase geschaffen, als es bei Digimon der Fall war. Nebenher gibt es natürlich noch andere Sachen, die schiefgelaufen sind. Aber das war, glaube ich, so der größte Fehler von Digimon, da nicht mit aufzuspringen. Ihr habt hier eure Karte. So, dann schauen wir mal. Okay, die Basis-Energiekarte. Ein Dikta mit Buddelkopf. Könnte auch eine Drittklässler-Beleidigung sein. Wir haben Bautz mit Rasierflügel. Poupons mit Turbodreher. Wir haben wieder einen Normie-Win. Ein Togetic. Zu meiner Zeit konnte sich Togepi noch gar nicht entwickeln. Aber schön, dass es eine bekommen hat. Und die sieht auch sehr süß aus. Oh, Volnona. Die Entwicklung von Vulpix, die habe ich damals sehr gerne gespielt.
Mortipod. Das Mortipod. Mortipod. Ein Wadribi. Anscheinend eine fliegende Bienenwabe. Oh, Knattertox EX. Anscheinend habe ich wieder irgendwas falsch gemacht. Es tut mir leid, liebe Leute. Die sieht ja auch cool aus. Ist das glaube ich sogar Full Art oder wie das heißt, ne? Cool. Dann haben wir Sagaria. Sagaria. Die ist, glaube ich, einfach in Holo, oder? In Holo. Wir können uns nochmal das Knattertox kurz anschauen. Das ist ja eine wunderschöne, ein cooles Artwork. Ich würde es jetzt nicht als wunderschön bezeichnen, aber es ist wieder ein sehr cooles Artwork. Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, das sind ganz gute Karten gewesen, die wir bisher gezogen haben. Kommen wir zum vorletzten. Das Paket fühlt sich sehr voll an, muss ich sagen. Vielleicht hat das Obsidianflammen mehr Karten drin. Hier erstmal wieder eure Code. Ich nehme jetzt wieder eine. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Okay. Eine Basisenergie. Wir haben ein Skoppel. Ein Olini. Wieder die fliegende Bienenwabe. Ein Knattox ist wahrscheinlich ja die Vorentwicklungsstufe von Knattertox. Ein Tauboga, auch wie cool. Taubas war mein Lieblings-Pokémon der Vogelreihe damals. Dragonier auch sehr stark gewesen. Ein Dragoran war eigentlich so ein Muss. Krimanzo kenne ich nicht, aber auch sehr interessantes Artwork. Ich gehe mal ein bisschen zu nah ran, tut mir leid. Ein Skilabra. Habe ich bei Pokémon Go gesehen, finde ich sehr cool. Auch die nächste Entwicklung dieser, ich weiß nicht mehr wie die heißt, aber ist ja dann wie so ein ganzer Kronleuchter. Wie so eine Lampe zum Kronleuchter. Sehr toll. Ich glaube, die ist ja auch so halb Geist oder sowas. Naja, ich will hier nicht mit gefährlichem Halbwissen um die Ecke kommen. Wir haben ein Paragoni. Ein Paragoni. Ein Paragoni. Auch ein schönes Artwork. Und ein Jalapeno. Soll das eine Jalapeno sein? In Holo, glaube ich, ja. Lustiges Bild. Okay. Das letzte Pokémon Booster. Bevor wir wechseln. Ich hoffe, ihr hattet bis hierher Spaß und Entspannung. Wahrscheinlich sind die meisten von euch auch einfach durchgeskippt. Haben geguckt, was ich gezogen habe. Ich kenne euch doch. Aber, ja, falls euch das Video gefällt, lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da, falls ihr euch entspannt habt, oder einen Kommentar, ich würde mich sehr freuen. Ihr dürft auch reinschreiben, wie unwissend ich bin. Das weiß ich. Okay, ich schenke euch dann hier mal wieder eine Promokarte. Ist tatsächlich auch also ich meine ein Code, aber ist auch ein gutes Promo-Ding von Pokémon, sich ein Online-Game rauszunehmen und dazu dann diese Codes zu verteilen. Hätte ich mir bei so bekannteren Spielen, bekannteren Online-Spielen wie Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel, wäre das ja auch ein super Move gewesen. So, das letzte Pack. Schauen wir mal rein.
das ist Energie. Ein Krokel. Ein Tropius. Ein Pokéball. Die OG-Leute unter euch kennen ja sicherlich noch den 99-Trick bei Pokémon Rot, wo man dann 99 Meisterbälle hatte und Sonderbonbons. Wir haben ein Rotom, ein Flamingo, Flamingno. Ich hoffe, die Kinder schreiben in der Schule nicht irgendwie die Worte dann falsch. Ein Forstelka, das gab es bei Pokémon Gold tatsächlich auch noch. Fand ich auch irgendwie cool. Wir haben einen Beulenhelm, einen Steinbrustpanzer, einen elektrischen Generator und die letzte Karte ist ein Epitaph. Auch ein cooles Pokémon, muss ich sagen. Genial. Okay, ich kann noch mal kurz die zeigen, die wir gezogen haben. Die besten der besten. Ein Epitaph. Ein Knattertox EX, ich glaube Full Art. Eine Sagaria. Ein Vampitz EX. Ein Sherox. Und ein Lamus. Tolle Karten gewesen, sehr tolle Karten. Ich freue mich sehr. Und hier haben wir natürlich jetzt auch noch einen riesen Haufen an Restkarten, die man wahrscheinlich spielen könnte. Aber ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich würde mich hier erstmal von Pokémon verabschieden. Ach nein, will ich nicht. Entschuldigt, ich gebe euch noch die Promo-Codes. So, hier. Das ist der erste. Der zweite. Der dritte. Der vierte. Ach du heiliger Gott, mein Gott. Wieder richtig gut vorbereitet. So, hier haben wir noch einen. So, an dieser Stelle vielen Dank schon mal. Und wir schauen jetzt mal in das Digimon-Display. Leute, ich habe gerade alles ruiniert. Es tut mir so leid. Ich habe es gerade voll verkackt. Ich war gerade so aufgeregt, dass ich schon erzählt habe und ich habe den Soundcheck gemacht und natürlich habe ich vergessen, die Kamera anzumachen. Ich bin gerade so... ich ärgere mich gerade so über mich selbst. Ich hab die Box eben schon mal geöffnet und reingeschaut. Ich habe auch schon das erste Booster aufgeschnitten. Aber ich habe es noch nicht ausgepackt. Ich hatte gerade so einen Gänsehautmoment und ich ärgere mich gerade so, dass ich den nicht auf der Kamera habe. Egal. Wir tun jetzt einfach so, als wäre die Box noch verpackt. Wir sind gleich ganz überrascht, was drin ist. Ja. Willkommen zum Digimon-Part. Ich überlege gerade, was ich euch erzählt habe. Ich habe euch auf jeden Fall gesagt, dass ich ein riesen Digimon-Fan bin. Und ich habe wirklich lange darauf gewartet, die Box zu öffnen. Ich hatte auch in Shops hier in der Nähe geguckt, weil ich gerne so kleinere Kartengeschäfte unterstütze. Und leider gab es die nicht. Ich habe sie online bestellt. Es ist die EX01 Edition. Es ist quasi die klassische Kollektion aus dem ersten Digimon Adventure Part. Also für alle, die es nicht quasi
kennen, sage ich mal, ist es Staffel 1. Das war mir sehr wichtig, weil Staffel 1 quasi die Staffel war, mit der ich angefangen habe als Kind und die mich quasi geprägt hat. Wir haben hier die Starter. Naja, das sind keine Starter im Sinne von Pokémon-Starter. Es waren quasi die ersten Digimon, die ihre Tamer gefunden haben. Also die einen Partner hatten, mit dem sie digitieren konnten. Und ja, wir haben das kleine Patamon. Wir haben Tentomon, Gomamon. Wir haben Palmon. Wir haben Agumon, Biomon, Gatomon und wir haben Gabumon. Und in der Mitte ist eigentlich das, also für mich und ich nehme an für viele anderen auch, ist das Aushängeschild der Adventure 01 Reihe, das ist Wargreymon, die Endstufe von Agumon. Und ja, Wargreymon sah einfach so super cool aus damals und sieht immer noch super cool aus. Und ich hab gesagt, ich wünsche mir so sehr eins zu ziehen. Also es war mein größter Traum, habe ich Ihnen gesagt, eins zu ziehen heute. Auch wenn mir die Nostalgie wichtig ist, ist das quasi das, was ich so gerne haben möchte in diesen 24 Packs per Box. Und ja, als ob mich der Digimon-Gott erhört hat, habe ich dieses Paket geöffnet und es lag einfach so verpackt ein Wargreymon hier drin. Es lag einfach hier drin. Und ich habe so Gänsehaut bekommen. Und ich habe immer noch so Gänsehaut. Und ich habe mich so gefreut. Ich kann das natürlich jetzt nicht mehr nachspielen. Und das wäre auch so sinnlos. Aber es war so toll. Und es ist immer noch so toll. Guckt euch das an. Können wir einmal kurz innehalten? Ich freue mich so. Und ich hatte auch gefragt, falls es Leute gibt, die diese Box geöffnet haben oder Ahnung vom Card Game haben, ob das normal ist, dass dieses Digimon hier drin ist, ob das eine Standardkarte ist oder ob ich Glück hatte. Würde mich sehr interessieren. Jedenfalls, ich habe dann die Box natürlich umgedreht und gesagt, dass ja so die Karten immer gerne im Laden stehen. Leider ist Digimon nicht mehr oder war, glaube ich, noch nie sehr groß im deutschen Raum. Ich glaube, das sind so Yu-Gi-Oh! Und ja, Pokémon eben größer. Ich sehe im Laden nur noch Pokémon-Karten. Also ich glaube, es gibt auch Yu-Gi-Oh! Karten sind sehr selten geworden. Da muss man schon in einem Kartenladen suchen. Ich habe das erste aufgeschnitten und noch erzählt, dass wir quasi hier eine Classic Collection haben, die laut meinen Informationen auch der Reprint ist. Das heißt, es gab mal eine Version früher zu den Anime-Zeiten, die jetzt aber neu gedruckt wurde, weil ja, wahrscheinlich aus Nostalgiegründen, aktuell sind ja auch wirklich viele Digimon-Filme wieder in Kinos und auf Amazon und so, die eigentlich auf der 01-Reihe basieren. Wie zum Beispiel Digimon, ich glaube Adventure 3 heißt es. 5 Filme müssten das sein. War auch sehr interessant. Hat mir Flashbacks gegeben. Und Last Evolution Kizuna ist auch ein Film gewesen, den ich letztens geguckt habe und mir sind die Tränen gekommen. Also, wenn es darum geht, alte Fans abzuholen, dann machen die einen guten Job. Jedenfalls, ich schweife die ganze Zeit ab. Ich habe das aufgeschnitten und jetzt sind wir quasi wieder bei Null. Ich öffne das Paket. Ich weiß nicht, wie es bei den Digimon-Karten ist. Wir schauen uns die Karten einfach so an und sehen uns mal an, wie das ist. Ich finde es sehr interessant, dass es, also für mich sieht es aus wie eine Diskette. Finde ich sehr cool. Wir haben Gomamon. Das war der Partner von Joey. Okay. Die Classic Collection beinhaltet auch die Adventure 02-Reihe anscheinend. Wir haben Stingmon. Stingmon war von Ken aus der 2. Staffel, das Partner-Digimon. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Vorentwicklung heißt. Also wir finden es bestimmt dann auch nochmal. Wir haben Andromon. Andromon war in der 01-Reihe ein Digimon, das
zwischen Angemon und Devimon, quasi Teufel gegen Engel oder Dämon gegen Engel, und hat mich damals sehr mitgenommen. Megadramon war auch ein böses Digimon. Ich finde, sieht auch sehr cool aus. Oh, wir haben Togemon. Togemon, das Champion-Level von Palmon. Palmon war der Partner von Mimi. Hat mich immer so ein bisschen an Final Fantasy erinnert. In Final Fantasy gibt es ja auch diesen Kaktus. Igagomon ist das Champion-Level von Gomamon. Sekunde. Es ist quasi die Weiterentwicklung von Gomamon. Igagomon. Patamon. Patamon war von DK, der Partner. Entschuldigt Leute, ich kenne, für die Leute, die das jetzt wirklich richtig feiern, die kennen wahrscheinlich auch die original japanischen Namen der Hauptdarsteller. Aber ich nicht. Wir haben Greymon, das Champion-Level von Agumon. Das hier ist das Mega-Level von Agumon. Wow, Greymon. So cool. Legen wir gleich mal mit dazu. Garurumon, das Champion-Level von Gabumon. Ogremon. Ein Ogremon. Ogremon war auch ein böses Digimon, das mehr oder weniger die rechte Hand von Devimon war am Anfang. Magna Angemon. Oh mein. Magna Angemon ist mehr oder weniger das Ultra-Level von Patamon. Für alle, die es noch nicht kennen, Patamon hat jedes Digimon beginnt in einem kleinen Ei. Dann kommt es, glaube ich, in eine Art Babystadium. Dann ist es ein Ausbildungslevel. Dann kommt das Rookie-Level, auf dem Patamon ist. Dann kommt das Champion-Level, auf dem zum Beispiel Greymon ist. Dann kommt das Ultra-Level, auf dem Magna Angemon ist. Und dann kommt das Mega-Level, auf dem Wargreymon ist. Sehr, sehr, sehr toller. Mich hat das Buch so beeindruckt. Es gibt mir so viele Flashbacks, ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll zu erzählen. Ich war früher als Kind in meinen 10 Jahren auch mal mit meinen Eltern im Urlaub. Ich glaube, es war Griechenland oder die Türkei. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Sekunde. Angemon ist das Champion-Level von Patamon. Wir haben jetzt quasi das Champion-Level, das Rookie-Level und das Ultra-Level. Hier. Das ist die Dreierreihe. Sozusagen, so entwickelte sich. Und Angemon war quasi in der ersten Hälfte, der quasi war im Endkampf mit Devimon. So, quasi. Engel gegen Teufel. Oh Mann, so toll. Wo war ich? Ich war im Urlaub mit meinen Eltern als Kind und ich wusste immer, dass auf RTL 2 um 16 Uhr Digimon lief. Und im Hotel hatten wir einen Fernseher. Und ihr wisst ja, wie das früher war. Man hatte kaum deutsches Fernsehen. Aber was wir hatten, war RTL 2. Und jedes Mal um 16 Uhr musste meine Mutter mit mir vom Pool oder vom Strand ins Hotel rennen. Und ich musste meine Digimon-Folge gucken. Ich weiß, das sind halt irgendwie, es klingt halt super verzogen oder so, aber ich war da so drin. Ich wollte das, es war mir so wichtig. Oh Mann. Wir haben Garudamon. Das ist das Ultra-Level von Biomon. Biomon haben wir leider noch nicht gezogen. Biomon ist der kleine Vogel hier. Kurisarimon. Okay. Kurisarimon ist aus dem ersten Digimon-Film gewesen. Im ersten Digimon-Film war es quasi, gehört es mit, es hat sich entwickelt nachher. Vielleicht ziehen wir die Entwicklung noch, deswegen will ich nicht zu viel erzählen. Und also der erste Digimon-Film, den gucke ich heute noch. Der hatte so geile, also der hat richtig gute Szenen, richtig gute Story und vor allem hatte der richtig gute Musik. Falls sich noch Leute dran erinnern, zum Beispiel hier, wie hieß denn dieses Lied von Smash Mouth All Stars? Ihr werdet mich daran erinnern. Richtig gute Musik gehabt, hat mich auch sehr geprägt damals, die Musik. Wir haben noch einen Gomamon. Wir
haben noch einen Stingmon. Verigarurumon. Verigarurumon ist das Ultra-Level von Gabumon gewesen. Wir haben leider das Champion-Level von Gabumon noch nicht gezogen und Gabumon auch noch nicht. Deswegen kann ich es euch noch nicht zeigen, aber ich hebe es mir mal auf. Gatomon. Gatomon ist lustigerweise das einzige der Digimon die einen Partner haben, das quasi schon auf dem Champion-Level kam. Also es sieht zwar genauso aus wie die anderen, aber es ist quasi ein Level höher. Es hat quasi kein anderes Level gehabt, soweit ich weiß. Phoenixmon, ein Digimon, das ich nicht kenne, könnte das Mega-Level von Biomon sein. Da bin ich mir unsicher. Ich bin aktuell in der Adventure 2020-Reihe und ich glaube, da hat jeder Tamer ein Mega-Level-Digimon und vielleicht kommt es da noch, dann könnte ich es euch sagen. Magnadramon ist das Mega-Level von Gatomon. Quasi Gatomon und Patamon haben mehr oder weniger eine leichte Verbindung. Lustigerweise sind, glaube ich, TK und Kari, die Tamer der beiden, auch später ein Paar. Sie werden beide mehr oder weniger Engel. Er wird jetzt zu Magna-Angemon. Sie wird zu Angewomon. Und Magnadramon als heiliges Digimon ist das Mega-Level von Gatomon. Ich erzähle so viel, Entschuldigung. Paildramon. Oh, Paildramon. Wir haben ein Paildramon. Da müsste ich jetzt sehr ausholen. In der Adventure 02-Reihe haben die neuen Tamer auch die Möglichkeit, ihre Digimon zu fusionieren für eine gewisse Zeit. Und Paildramon ist quasi eine Entwicklung von Stingmon und einem anderen Digimon, was wir vielleicht noch ziehen, von Ex-Vemon. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nur spannend für Leute, die... Oh, wir haben Mega Kabuterimon. Es ist wahrscheinlich nur spannend für Leute, die wirklich Interesse am Digimon haben. Tut mir leid. Achso, ja, Mega Kabuterimon ist das Ultra-Level von Tentomon, dem Partner von Izzy. Haben wir leider noch nicht gezogen. Wir haben noch ein paar Packs. Ich finde es aber cool, dass die Packs hier auch viel dicker sind. Viel dicker. So, das nächste Pack. Ich glaube, wir machen mal ein bisschen Tempo, sonst haben wir hier noch mal 4 Stunden Arbeit. Keramon. Keramon ist die Vorentwicklung von Kurisarimon. Eine Art Virus im Internet, der im Film alles lahmlegt. Kakumon haben wir, glaube ich, schon mal gezogen. Togemon haben wir auch schon mal gezogen. Elegmon, eine gute Hilfe gewesen in der ersten Staffel. Kurzer Sidekick, sag ich. Wir haben ein neues Devilmon. Wir haben noch einen Megadramon. Wir haben noch ein Andromon. Wir haben ein Plesiomon. Wir haben Dinobimon. Das kenne ich gar nicht, aber scheint eine andere Art von Fusion zu sein zwischen Ex-Vemon und Stingmon. Noch nie gesehen, kam glaube ich auch nie im Anime vor. Piedmon. Piedmon, ein böses Mega-Level-Digimon und mehr oder weniger einer der Endgegner der ersten Staffel. War ein super genialer Endkampf, muss man sagen. Im Endkampf hat man quasi Referenz genommen. Sekunde, das erzähle ich trotzdem noch. Entschuldigung. Im Endkampf hat man eine Art Referenz genommen und gesagt, dass Magna-Angemon meine ich, Entschuldigung, dass Magna-Angemon gegen Piedmon kämpft. Und es war sehr interessant, weil Magna-Angemon ja nur ein Ultra-Level-Digimon war. Und es hat trotzdem geschafft, Piedmon zu besiegen. Und es war sozusagen eine Art Referenz zum Anfang, als Angemon gegen Devilmon gekämpft hat. Toll, 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 toll. Infermon. Infermon ist die nächste Digitationsstufe aus dem Film. Von Keramon. Keramon wird, glaube ich, zu Infermon, wenn ich mich noch recht entsinne. Und der Infermon ist auf dem Ultra-Level. Fight for your pride. Eine Art Ausrüstungskarte, nehme ich an. Eine Option-Card, nehme ich. Ja, eine Option-Card heißen die hier. Sieht cool aus. Okay. Wir haben noch so viel zu tun und wir sind schon wieder. Wenn das hier ein 2-Stunden-Video wird, tut es mir sehr leid. Aber
Icewall, eine Option Card. Eine Art Fähigkeitskarte. Okay. Da ist er. Wir haben Wargreymon nochmal. Und wir haben ihn gezogen. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, den müssen wir direkt einsacken hier. Oh Mann. Oh, mein Herz. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt am Schlafen gehen kann. Also diese Eintüten-Dinger sind ja wirklich kacke. Egal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß, das Artwork ist sieht ein bisschen alt aus irgendwie. Aber mir gefällt es. Ich meine, wir haben ja hier jetzt auch einen Wargreymon mit einem, sag ich mal, moderneren Artwork, was auch super stark aussieht, aber so ein OG Greymon will man nicht missen. Oh, so stark. Okay, weiter geht's, ihr Lieben. Weiter geht's. Ich weiß, ihr könnt wahrscheinlich in vielen Momenten gar nicht mitfühlen, aber vielleicht könnt ihr euch für mich freuen am Ende. Okay, das habe ich hier ein bisschen verrissen. Das ist nicht schlimm. Ein währiger Romon, das hatten wir schon. Wir gehen weiter, Entschuldigung. Ein Kiramon, das hatten wir auch schon. Paimon, Garudamon, müssten wir auch schon gehabt haben. Demi, Exvemon und Stingmon zusammen ergeben dann Paildramon. Vielleicht ziehen wir noch mal ein Paildramon, dann zeige ich euch das nochmal. Ein Kurisarimon, ein Kabuterimon, das ist von Tentomon, das Champion Level. Oh, Gabumon, endlich. Zu Gabumon kann man sagen, er ist quasi so der zweite Main-Charakter. Gabumon und Agumon war, er war der Partner von von Matt und Agumon von Tai. Und, ja, die waren quasi so mehr oder weniger die Hauptrollen, weil in Adventure 01 damals konnten nur die beiden das Mega-Level erreichen und weitergehen. Somit Lady Devimon ist mehr oder weniger der dunkle Part zu Angewomon. Ein neues Mega-Kabuterimon. Herkules Kabuterimon, das ist super cool. Guckt, das ist nämlich das Ultra-Level und wir haben das Mega-Level gezogen. In einer Packung. Wir haben Tentomon. Wir haben dann Kabuterimon. Mega Kabuterimon. Finde ich es hier nochmal schnell im Stapel. Ich bin drin und lang. Ah, hier. So. Genau. Tentomon wird zu Kabuterimon. Wird zu Mega Kabuterimon. Wird zu Herkules Kabuterimon. Cool. Vielleicht packe ich mir die auch so dann nachher zusammen. Ich könnte mich jetzt auch einfach vor den Fernseher hauen und einfach nochmal die erste Staffel schauen. Jetzt bin ich hyped. Entschuldigt. Okay. Wir haben noch ein Kurisarimon. Ein Tapiamon. Wie süß. Ein Garudamon. Ein Guardromon. Ein Stingmon. Wie gesagt, Stingmon und Exvemon werden zu Paildramon. Biomon, Angemon, Lady Devimon. Metall Edemon war sozusagen von der zweiten Hälfte der ersten Staffel der Endboss, glaube ich. Nee, gar nicht. Nee, der kam später, entschuldigt. Ein Agumon brauchen wir. Leomon, ach wie cool, Leomon war quasi die am Anfang mehr oder weniger so eine Art, ja, Sidekick, Helfer, der die Digimon empfangen hat und ihnen erklärt hat, wie man, wer quasi hier der Feind ist. Oh, Venomiotismon, der mehr oder weniger dritte Endboss der ersten Staffel. Bei Miotismon war es so, dass er es geschafft hat, als erstes Digimon in der Menschenwelt zu agieren und dort Chaos zu verbreiten. Super starker Endboss, wird auch
immer wieder thematisiert, weil er ein sehr vielseitiger Charakter war und am Anfang noch, ja, sehr viele Intrigen hatte und sogar Gatomon auf seiner Seite hatte zu Beginn. Super, super, super. Ich hoffe, ich ziehe noch einen Wizardmon. Appala. Tsudomon. Angemon. Hagumon. Hagurumon, schön. Ich sag's noch. Wizardmon. Wizardmon war quasi die rechte Hand von Venomyotismon, aber hat so eine Art, war so eine Art V-Mann. Ein kleiner V-Mann. Ist leider, naja, egal. Ich will hier nicht spoilern, falls ihr auf die Serie Lust bekommt und irgendwie nochmal reinschauen wollt. Metall-Tyrannomon. Rosemon ist das Ultra-Level von Palmon. Also vom Kaktus zur Rose. Fragt mich nicht. Geht eigentlich nicht. Etemon war der Endgegner der zweiten Hälfte. Genau. War das erste Digimon, was mehr oder weniger als Bösewicht auf dem Ultra-Level ihnen entgegenstand. Oh, ich hab's gespoilert, verdammt. Metall Greymon ist das Ultra-Level. Quasi. Die ist von Metall Greymon zu War Greymon. So geil. Und wir haben noch eine Ice Wall. 25 Minuten hin, Leute. Ich hätte, glaube ich, 2 Parts machen sollen. Das wird sehr lang. Ich weiß gar nicht, ob ihr Lust bekommt, das zu gucken, wenn ihr die Zeit seht, aber vielleicht skippt ihr durch. Okay. Die meisten schauen wahrscheinlich eh nur das Pokémon. Unboxing. Verigarurumon. Palmon. Metall Marmemon. Metall Marmemon hatte ich tatsächlich im ersten PlayStation-Spiel von Digimon bekommen. Fragt mich nicht wie. Das war auch super schwer, das Spiel. Es war auch, glaube ich, sehr unbeliebt für Kinder, weil es so schwer war. Noch ein Wizardmon. Ein Salamon. Das Salamon ist, glaube ich, das Rookie-Level von Gatomon. Oder das Ausbildungslevel. Es kann auch das Ausbildungslevel sein. Bin ich gerade ein wenig überfragt. Metall-Tyrannomon. Noch ein Piedmon. Eigentlich gibt es auch noch andere Puppetmon und so weiter. Vielleicht ziehen wir noch die anderen Bösen. Plesiomon. Noch ein Infermon. Ich fand es so cool, Infermon. Ich fand es so cool, dass ihr es aus Lego nachgebaut habt. Diaboromon. Wir haben es. Wir haben jetzt auch die Entwicklungsreihe zusammen. Diaboromon war der Endgegner im Digimon-Film. Erste Hälfte. Diaboromon. Wir ziehen ja nur geilen Scheiß, Leute. Ich sage euch, wie es ist. Ich weiß nicht, ob hier seltene Sachen dabei sind. Ich glaube, Digimon-Karten sind sowieso nicht so viel wert, aber ich könnte jede davon gerade eintüten und, weiß ich nicht, mehr an die Wand hängen oder ins Herz tätowieren. Okay. Wir haben Elecmon, ein Ikagomon, ein Dogomon, ein Megadramon, ein Andromon. Mir fällt gerade ein, nächstes Mal werde ich, glaube ich, auch so eine Box für irgendwas anderes holen, weil es einfach fast ein Video für sich wird. Devimon, Biomon, Rosemon, Gatomon, oh, ein Kabuterimon, ein Skullgreymon, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Als Greymon sein Champion-Level hatte, wollte daher erreichen, dass Greymon auch sein Ultra-Level erreicht, also dass er zu Metall Greymon wird. Und er hat es ihm mehr oder weniger so aufgezwungen, dass er eine Fehldigitation hatte. Das gab es damals nämlich auch. Und wurde zu einem bösartigen Digimon. Und zwar zu Skull Greymon. Krass. Oh. Eine Digiwurzel. Okay, ein Tentomon. Okay, das sieht echt gut. Oh, die sieht schick aus. Oh, wenn ich das auch noch als Agumon hätte, ne? Ich weiß, ich bin wahrscheinlich so Mainstream-Fan, weil ich das Agumon so feiere, aber ich hätte es einfach so gerne alles. Ich weiß auch nicht warum. Als ob man es zu seiner Kindheit schuldet, habe ich das Gefühl. Aber, naja. Okay, wir haben ein Gomamon. Wir haben
glaube, hier spielt es halt auch niemand, leider so. Und ich habe immer gehofft, dass es mal ein Online-Kartenspiel geben würde. Aber leider ist das nie passiert. Weil ich dann gerne mit Leuten aus anderen Regionen oder Gegenden gespielt hätte. Sehr schade. Wir haben einen Salamon, ein Tapiamon, ein Guardromon, ein Tentomon, ein Metalltyrannomon, Wizardmon, Palmon, Birdramon, Magnadramon, Gabumon, Paildramon. Paildramon, jetzt haben wir es. Nochmal. Kann man es nochmal sehen. Die Verbindung. Sehr cool. Adventure 02 oder die Staffel 2 war für mich auch eine sehr gute Staffel. Nicht nur, weil auch die Staffel 1 Charaktere nochmal drin aufgetaucht sind. Die war auch so sehr gut, muss man sagen. Man denkt sich immer, es klingt vielleicht ein bisschen übertrieben und freaky, wenn es dann auch Fusionen gibt und dies, das, Ananas, aber irgendwie war es immer stimmig. Und ich fand halt auch immer toll, dass es wirklich Probleme zu lösen gab. Man hat halt, wie gesagt, bei Pokémon immer das Gefühl gehabt, ja, keine Ahnung, zur Arena. Leiter besiegen, Team Rocket kommt, nimmt es weg, das Pikachu weg und dann kommen sie wieder und naja. Seraphimon ist das Mega-Level von Angemon, beziehungsweise von Patamon. War für mich auch immer ein super toll designtes Digimon. Ein super toll designtes Digimon. Und das letzte, Tyrannomon. Okay, wow. Ich finde, wir haben super tolle Karten gezogen. Ich werde die, glaube ich, auch nochmal irgendwo posten. Vielleicht bei Insta oder nochmal bei YouTube. Einfach als Community-Post. Ja. Wir haben Biomon. Wir haben einen Wizardmon. Paimon. Guardromon. Gomamon. Metalltyrannomon. Ein Stingmon. Lady Devimon. Birdramon. Etamon und Metallgreymon. Noch ein Metallgreymon. Metallgaromon. Ja. Das ist quasi mehr oder weniger, ja, das Mega-Level von Gabumon und eigentlich auch eine der Hauptfiguren immer gewesen. Gabumon und Agumon waren immer die Digimon, die am weitesten digitiert sind, am Anfang zumindest. Und ja, ich mochte Metallgreymon irgendwie mehr, weil es kein Hund war. Irgendwie sah das immer doof aus, aber die beiden waren halt, die konnten auch nachher im Film fusionieren und sahen super stark aus. Ich hoffe, wir finden, also ich weiß gar nicht, ob sie drin ist. Das Digimon nennt sich Omnimon. Aber wenn Diaboromon aus dem Film dabei ist, kann theoretisch auch ein Omnimon hier sein. Ich weiß es nicht, wir schauen mal. Wir haben Tsudomon, Hagurumon, Exvemon, Metallmamimon, Angemon, Devimon, Garudamon, Lilimon, Myotismon. Die Vorstufe von Venomyotismon. Quasi so lernt man Myotismon kennen. Und also ich glaube Myotismon ist ein Ultra-Level-Digimon und Venomyotismon. Ja, hier sieht man, ich kann es nicht fokussieren, glaube ich. Nee, leider nicht. Das ist ein iPhone. Hier, doch, hier sieht man Ultimate Typ Virus. Undead. Das ist das Ultra-Level. Wir haben hier das. Ich sehe es jetzt erst, ich doofi. Das Rookie-Level, nämlich Patamon. Winrate 60%. Wie cool. Wieder ein Pokémon-Thema, ich lieb's. Und Ultimate Connection. Es tut mir leid, wenn das Video so lang geworden ist. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange auspacken müssen. Aber das war es mir wert. Gosarimon, Gomamon, Stingmon, Verigaromon, Kiramon, Ikagomon, Tokemon, Greymon, Hoppala, Lilimon, noch ein Phoenixmon, Paildramon wieder,
Schönes Artwork. So originales Artwork, sag ich mal. Ich glaube, wir sind gerade mal bei der Hälfte, oder? 24 Booster, ich bin ja auch verrückt, was? Aber ich will sie alle öffnen, deswegen müsst ihr das ertragen. Ich will sie alle öffnen. Ich versuche noch ein bisschen anzuziehen mit dem Tempo. Angemon, Agurumon, Tentomon, Tapiamon, Garudamon, Garuderimon, Hoppala, ein Gatomon, ein Myrdismon. Wir haben ja jetzt auch langsam alle erklärt und raus ein neues Skygreymon. Und nochmal Ultimate Collection. Ich habe euch ja mehr oder weniger schon sehr viel erklärt. Und ja, ich habe durch Digimon irgendwie immer viel mehr gelernt, wie gesagt, auch. Also es gab mir dort alles. Es gab mir Freundschaft, Liebe, Verlust, Leben, Tod, Angst, alles. Und das hat mich immer so beeindruckt. Es war so vielseitig in seiner, ja, in dem, was es war. Auch wenn es heute natürlich so viele bessere Animes gibt. Kuwagamon war das erste mehr oder weniger böse Digimon, auf das sie getroffen sind in der Adventure 01 Serie. Ein Champion-Virus-Typ. Falls ihr mal Lust habt, kann ich euch auch, also falls ihr hier gerade noch dabei seid, falls ihr es heute geschafft habt, kann ich euch hier auch gerne mal noch ein Video machen zu den Animes, die ich gerne geschaut habe oder empfehlen kann. Und ein Tyrannomon. Ich hatte sogar überlegt, ob ich das Unboxing teils auf Englisch mache, aber das ist Quatsch. Das war eine Quatschidee. Eine Quatschidee. Wir haben Solomon, Salamon, Kurisarimon, Verigaromon, Deimon, Megatramon, Elegmon, Garumomon, Garurumon, Lilymon, Metallitemon, Winrate 60%, Vemon. Könnt ihr euch sicherlich denken, das Rookie-Level zu Ex-Vemon. When this Digimon becomes unsuspended during your main phase, gain 1 memory. Vemon. Okay. Tempo. Wir sind bald durch, Leute. Bald haben wir es geschafft. Vielleicht schlaft ihr auch schon, dann könnt ihr ja nochmal einschalten demnächst. Ex-Vemon, Kurisarimon, Tsurumon, Angemon, Hagurumon, Rosemon, Gabumon, Magdadramon, ein Leomon. Ich mag dieses Gold hier unten tatsächlich sehr, muss ich sagen. Sehr hochwertig. Baptism by Fire. Baptism by Fire. Baptism by Fire. Baptism by Fire. Okay. Ach so, übrigens für die Digimon Pros unter euch, falls da irgendwas mit Wert dabei sein könnte oder was selten ist, sagt mir ruhig mal Bescheid. Dann, ja, dann packe ich die an einen besonderen Platz für mich. Das interessiert mich immer. Aber ich bin auch ein bisschen faul, deswegen suche ich da nicht selber wirklich nach Togemon, Atomon, Kakumon, Wizardmon, Metall, Marmelmon, Ex-Vemon, Garudamon, ein Agumon, lege ich mal hier hin, Dinobimon, Gabumon, noch ein Leomon, stark. Und nochmal Baptism by Fire. Wir haben jetzt quasi zweimal das gleiche Booster gehabt. Ist nicht schlimm. Ihr könnt übrigens auch nicht den ganzen Tag sowas öffnen. Das fühlt sich mal an wie Glücksspiel. Obwohl man hier nicht wirklich was gewinnt. Also ich weiß gar nicht. Ich glaube die Box hat am Ende 40 € gekostet. Und ich glaube man holt da auch nicht wirklich mehr Gewinn daraus. Verigaromon, Salomon. Falls man jetzt eben mit dem Gedanken rangehen würde, die Box mit Gewinn zu öffnen. Ein Tapiamon, Boltemon. Boltemon könnte auch eine Art von... ist ein Mega-Level-Digimon. Vielleicht ist das Mega-Level-Digimon von Okamon. Also die Entwicklung. Wir haben noch ein Piedmon. Wir haben Emergency Pro
Ich wusste übrigens, dass es mir irgendwann mal passiert, dass ich ein Video aufnehmen will und genau dann vergesse, die Aufnahmetaste zu drücken. Metalltyrannomon, Gomamon, Binomon, Metallmarmimon, Capoterimon, Agumon, Piedmon, Analog Youth und noch ein Mega Capoterimon. So, die letzten zwei. Ihr habt gut durchgehalten und ich danke euch. Ich danke euch, dass ihr euch das angeschaut habt. Vielen, vielen Dank. Falls ihr nochmal so ein Unboxing sehen wollt, gerne Bescheid sagen. Ich sag's am Ende nochmal. Demidevimon, Guardromon, Biomon, Hagurumon. Wir haben ein Plesiomon, Phoenixmon, Rosemon, 60% Winrate und ein Gomamon. Wieder kein Agumon, aber nicht schlimm. Okay, wir sind beim letzten Pack angekommen. Vielen Dank, Leute, vielen Dank. Danke, dass ihr das Projekt unterstützt. Danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Danke, dass ihr abgestimmt habt mit dem Community Post. Salamon, Tapiamon, Megadramon, Devimon, Kakumon, Elecmon, Böramon, Dinobimon, Miotismon, noch ein Metallgreymon und ein Skullgreymon. Ein cooler Abschluss, finde ich, einfach die beiden Gegensätze nochmal zu haben. Und natürlich einfach diese Karte zu haben. Und nochmal das Glück gehabt zu haben, die zu ziehen. Einfach der Wahnsinn. Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Danke fürs Dabeisein. Wenn ihr Lust habt, dass ich nochmal ein Unboxing mache, vielleicht mal mit Yu-Gi-Oh! Ich habe auch noch eine tolle Vergangenheit zu Yu-Gi-Oh! Oder noch ein Digimon-Pack. Mir gefällt Digimon so gut. Ich würde sie alle mal öffnen. Sagt ruhig Bescheid. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst dem Video ein Like da, kommentiert, was euch am besten gefallen hat. Macht's gut.